Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Schon ein bisschen verrückt. Wir fahren gerade zu unserem nächsten Platz, zu diesem Hotel. Und hier ist überall Schnee auf den Straßen. Und ja, für uns ganz amüsant, aber für die Griechen, wo die Häuser jetzt gar nicht so darauf ausgelegt sind, ist es natürlich nicht so toll. Und irgendwie, weiß ich nicht, erst im Sommer letztes Jahr, also 2021, die ganzen Brände, dann der Herbst, so viel Regen und jetzt Schnee, schon verrückt. Weil ich ihn hier vorne rausholen, dann müssen wir nicht hinten rein. Rio, komm her. Ja! Hopp, komm. Komm her. Jetzt. Rio. Rio. Hopp. Rio, hopp. Sehr gut. Und jetzt? Komm mal hier. Er möchte ihm Schnee zeigen. Er weiß zwar noch nicht, dass der Schnee kaum sichtbar ist, aber er hat eine Mission. Rio hat auch eine Mission, aber eine andere. Muss erstmal sein Bläschen entleeren. Bitte erzähle uns allen, wie der erste Schnee war. Ich glaube, er hat ihn nicht mal gesehen. Was ist da? Sarah! Wir fühlen uns, als ob wir gerade in Österreich zum Skifahren fahren. Da unten sieht man schon das fette Betonkomplex, das ist das Hotel. Weil so alte Bauten dann weg. Du hast das Ziel erreicht. Das verstehe ich auch nicht. Als ob jemand die Fensterscheiben klaut. Free Camping rechts. Ah ja. Ja, das so ein offizielles ist. Das Hotel wurde 1980 gebaut und war Urlaubsziel für Nudisten und es gab ja dann Probleme mit der Kirche bzw. dem Bischof und daraufhin musste das Hotel schließen. Warum es aber nicht dann als normales Hotel weiterverwendet wurde, da haben wir jetzt keine Info zu gefunden. Also überall liegt hier Glas und Scherben, deswegen müssen wir nacheinander reingehen, weil das können wir mit Rio definitiv nicht machen. Das ist irgendwie ein bisschen spooky, die ganzen Fliesen, die hier so zerschlagen sind, genommen sind, geräumt sind, was hier innerhalb von 40 Jahren dann anscheinend schon hier so passiert ist. Und ja, ich werde jetzt mal alleine hochgehen und mir die Stockwerke oben so anschauen, aber definitiv vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, wie einsturzgefährdet hier die manche Stellen sind. Also an den Balkonen von außen sah man teilweise schon Risse. Also da werde ich definitiv nicht drauf gehen. Also bis jetzt schaut eigentlich ein Stockwerk aus wie das andere. Die Zimmer sind alle so gut wie leer geräumt, bis auf die Matratzen, die zum Teil drin sind.
Und die Aufstuhlschächte, also es ist kein Aufzug mehr drin, zumindest schaut es so nicht aus. Sind einfach so zu begehen. Und so geht es Stockwerk für Stockwerk hoch, bis wir zum Dach kommen. Und oben ist eine relativ laute Familie. So, und jetzt haben wir es aufs Dach geschafft. Jetzt bin ich gespannt auf den Ausblick. Auch die Sarah hat sich ziemlich nah an den Abgrund gewagt, was mich eigentlich wundert. Aber ich finde es cool. Schauen wir mal. Ja, ist auf jeden Fall ein Ausblick wert. Das war dann also der Pool von damals. Ein Cuba Libre bitte. So oder so ähnlich, vor allem nackt, war es anscheinend damals. Und jetzt ist es alles noch ein Trümmerfeld. Alles verlassen. Und man hört aus dem Haus dauernd die Geräusche, die der Wind verursacht. Das ist ein bisschen spooky. Ob mich das hält? Es hat geklappt. Das ist eine Straße? Laut Google sind wir auf der Straße, ja. Aber die Straße führt hier, glaube ich, aus 3 Wegen zu einem. Das ist Schotter. Sind wir auf der Hauptstraße? Nee, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist die Straße am Meer lang. Ja, eine kleinere, ich weiß. Das wird jetzt unser Ausblick für die nächsten 2 Tage sein oder Nächte, bevor es weitergeht. Und während ich hier draußen bin, hat die Sarah schon gekocht. Hallo Sarah. Hallo. Heute gibt's, falls du es wissen willst, kalten Salat mit allem möglichen, mit allerlei. Und ich habe den ersten Kartoffelsalat in meinem Leben gemacht, weil Tobi normalerweise keine Kartoffeln isst und hier auf der Reise schon viel, viel mehr. Oder mittlerweile. Ich esse sie eigentlich. Mittlerweile ist das sie auch. Deswegen habe ich mich im Kartoffelsalat probiert. Ich bin mal gespannt, wie der erste Kartoffelsalat schmeckt. Oh, ich auch. Vor allem es ist kein Essigöl oder... Doch. Also ist Essigöl? Essigöl. Okay. Mhm. Ist gut. Ist halt ein Kartoffelsalat. Ich denke, so soll das schmecken. Ist halt ein Kartoffelsalat. Heute ist der erste volle Tag hier in dem Platz und wir wollten eigentlich das nächste YouTube-Video hochladen. Heute ist Donnerstag, am Samstag ist es online, das heißt YouTube braucht dazwischen Zeit zum Verarbeiten und wir müssen die Untertitel machen und wir haben hier kaum Internet bzw. kaum Handyempfang. Das heißt, wir müssen nachher
irgendwo anders hinfahren, wenn dann auf dem Hügel, keine Ahnung, wo wir halt Netz haben. Und wir wissen jetzt gar nicht, ob wir hier wirklich noch eine zweite Nacht stehen, obwohl es eigentlich bis jetzt einer der schönsten Plätze war. Und ich dachte immer, das ist nur in Deutschland, dass man kaum ein Netz hat, aber es ist auch woanders. In Albanien zum Beispiel hatten wir es so gut wie gar nicht. Wir hatten fast überall super Netz. Heute gehen wir zur Höhle. Ich glaube, die heißt Frenchy Cave. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gleich nochmal sehen, weil ich war heute kurz mit Rio schon da, um den Weg einfach mit ihm spazieren zu gehen. Und da sind auch noch ein paar Infotafeln. Und wir haben hier eine so schöne Bucht, wo wir jetzt letzte Nacht standen und hoffentlich auch noch diese Nacht. Aber leider nicht alleine. Da seht ihr es. Genau. Und der Weg ist hier über Felsen und dann ist das einfach so ein kleiner, schmaler Trampelpfad, den wir jetzt entlang gehen. Rio, los. Na komm. Die Höhle heißt Frenchy Cave, nicht Frenchy Cave, wie ich sie genannt habe. Und die ältesten Ausgrabungen, die gefunden wurden, sind auf das Jahr 40.000 bis 10.000 vor Christus datiert. Das ist alt. Ja, steinalt. Oh mein Gott, jetzt bin ich fast hier runtergefallen. Hey, ist die abgesperrt sonst? Ich glaube nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich eine Tour dadurch. Achso. Also darf man nicht weiter oder so. Kann natürlich sein. Krass ist die groß. Wegzoom. 150 Meter lang und 45 Meter breit. Da ist eine Taube. Ui. Man muss sich auch über die kleinen Tiere freuen, die man sieht. Und wie das ausschaut, ist das die tiefste Ausgrabung hier. Für uns geht es dann wieder zurück zum Auto und dann sind wir auf der Suche nach besserem Internet. Wir hoffen vielleicht schon Mitte auf dem Platz das bessere Internet zu finden. Wenn das nicht klappt, müssen wir mal weiter wegfahren und eventuell einen anderen Übernachtungsplatz finden. Mal schauen, wo es hier den nächsten guten Internetempfang mit dem Handy gibt. Das war super schade, weil es so schön hier ist. Ich mag eigentlich nicht weg. Ist einer der schönsten Stellplätze, würde ich fast sagen, die wir bis jetzt hatten. Während die Sarah die Untertitel fürs YouTube-Video macht, gehe ich gerade mit Rio. Und wir haben beschlossen, hier noch eine Nacht dran zu hängen an diesem genialen Stellplatz, allerdings mittig der Bucht, weil es da laut anderen besseres Internet gibt. Und morgen geht es endlich Richtung Türkei. Da freuen wir uns schon sehr lange drauf. Und ja, wir haben jetzt alle Vorbereitungen getroffen und jetzt kann es endlich losgehen. Eine Frage, vielleicht wisst ihr das. Was ist das für ein Baum mit solchen Früchten? Rio geht voll auf die Früchte ab. Der holt die vom Baum runter und frisst sie. Keine Ahnung, was das ist. Hier der Beweis. Rio, aus! Aus! Nein! Nein! Das muss unglaublich gut schmecken, obwohl es gleich Fressen gibt.
Aber eigentlich ist es egal, ob er gerade gefressen hat oder nicht, er frisst immer. Und was ist unser Tagesplan? Wir fahren jetzt zum Kanal von Korinth. Das wird unser nächster Stellplatz. Das sind ungefähr 90 Kilometer. Und da das Wetter auch nicht so geil ausschaut, denke ich mal, fahren wir in einem durch. Vielleicht mit 1, 2 Stopps. Noch Wasser suchen. Ja, Wasser müssen wir auffüllen. Da haben wir, ich glaube, noch 3 Liter. Und genau. Und dann geht es in den nächsten Tagen, beziehungsweise hoffentlich schaffen wir es schon morgen zu den heißen Quellen nördlich von Athen. Da wird uns jetzt schon berichtet, dass das richtig schön heiß ist, das Wasser. Und endlich wieder warmes Wasser. Das wäre so schön. Tschüss, du schöner Stellplatz. Das Hotel war 1980 in Betrieb für Nudisten. Es gab aber dann Probleme mit, ich weiß nicht, Kirche oder Bischof. Entschuldigung, ich bin schon still. Warte. Müssen wir uns jetzt ausziehen, wenn wir da reingehen? Ja. Der selbsternannte Meister bei der Arbeit. Und sein Geleit. Selbsternannte Meister. Wann habe ich das denn gesagt? Und sein Geleit. Das ist mein Geleit, das stimmt.